Herzlich willkommen zu Prüfungen auf dem Prüfstand. In der heutigen Folge befassen wir uns mit dem Thema UVB-Test. Durch Wettereinflüsse wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Sonnenstrahlung kann es bei Beschichtungen zu unerwünschten Veränderungen der Eigenschaften kommen. Hierzu zählen Farbveränderungen, Glanzverlust oder sogar ein chemischer Abbau der Beschichtung. Um die entsprechende Beständigkeit einer Beschichtung gegen diese Wettereinflüsse schnellstmöglich zu prüfen, werden Geräte eingesetzt, die unter kontrollierten Bedingungen die natürliche Bestrahlung oder Bewitterung simulieren und beschleunigen. Dabei kommen Laborlichtquellen zum Einsatz, die das Spektrum und die Bestrahlungsstärke des Sonnenlichts bestmöglich simulieren sollen. Einen umstrittenen Sonderfall stellen dabei UVB-Lampen dar. Die in den Prüfgeräten durch Lichtquellen erzeugte Strahlung sollte idealerweise sehr eng mit der Sonnenstrahlung übereinstimmen. UVA- und UVB-Lampen werden jedoch nur zur Simulation vom UV-Anteil der Sonnenstrahlung in einem engen Wellenlängenbereich genutzt. Man geht nämlich davon aus, dass die Witterungsschäden durch Sonnenlicht hauptsächlich durch den UV-Anteil im Bereich von 300 bis 400 Nanometer Wellenlänge verursacht werden. Der Rest des Sonnenlichtspektrums wird durch UV-Lampen folglich gar nicht emittiert. Die Normenreihe DIN EN ISO 16474 beschreibt unter anderem die künstliche Bestrahlung von Beschichtungen mit UV-Leuchtstofflampen. Dabei werden insgesamt 3 Typen unterschieden: die UV-Lampe UVA 340, die für die Simulation von Tageslicht eingesetzt wird. Die UV-Lampe UVA 351 wird für die Simulation von Tageslicht hinter Fenstergläsern eingesetzt. Und die UV-Lampe UVB 313 oder einfach nur kurz UVB-Lampe. Eine Angabe darüber, was dieser Lampentyp simulieren soll, gibt es in der Norm nicht. Warum ist das Ganze nun problematisch? Immer wieder liest und hört man, dass die Prüfung mit UVB-Lampen die kostengünstigsten und schnellsten Ergebnisse liefert. Dabei sollen durch das besondere Spektrum der UVB-Lampen Schädigungen der Beschichtung beschleunigt ablaufen. In dem Zusammenhang wird gerne von einer verschärften Prüfung gesprochen. Nur selten werden für UVB-Prüfungen bestimmte Einschränkungen genannt, zum Beispiel, dass nur vergleichbare Beschichtungssysteme oder nur kleine Rezepturanpassungen abgeprüft werden sollten. Oder dass UVB-Tests nur zur Qualitätskontrolle genutzt werden sollten, also wenn man immer das gleiche Lacksystem erwartet. Dass die Prüfung mit UVB-Lampen selbst in diesen Fällen zu Falschergebnissen führen kann, ist leicht zu erkennen, wenn man sich noch einmal die Strahlungsspektren genauer anschaut. Zunächst sehen wir das Spektrum des Sonnenlichts im Bereich von 250 bis 400 Nanometer Wellenlänge. Unterhalb von 300 Nanometer ist nahezu keine Strahlungsintensität mehr vorhanden. Für Beanspruchungen im Freien gelten also 300 Nanometer als die untere Grenzwellenlänge der Sonnenstrahlung. UVB-Leuchtstofflampen emittieren jedoch Strahlung bis hinab zu einer Wellenlänge von 254 Nanometer. Das ist UV-Strahlung, die außerhalb der im Freien auftretenden Sonnenstrahlung liegt. Der Anteil der Strahlungsemissionen von UVB-Lampen unterhalb von 300 Nanometer Wellenlänge liegt insgesamt bei knapp 10%. Das kann Alterungsvorgänge, wie zum Beispiel photochemische Abbaureaktionen in der Beschichtung hervorrufen, die durch die natürliche Sonnenstrahlung gar nicht verursacht werden können. Zusätzlich liegt die Strahlungsintensität bei UVB-Lampen bis zu einer Wellenlänge von 330 Nanometer deutlich höher als die der Sonnenstrahlung. Auf der anderen Seite liegen die Strahlungsintensitäten im Bereich oberhalb von 330 Nanometer Wellenlänge deutlich niedriger als die der Sonnenstrahlung. Es können also zum einen Reaktionen unverhältnismäßig stark abweichen, wie zum Beispiel die Vergilbung von Polymeren. Zum anderen können Reaktionen in der Beschichtung auch komplett ausbleiben, die durch die höheren Strahlungsintensitäten der längeren Wellenlängen der Sonnenstrahlung komplett ausgeblieben wären, wie zum Beispiel das Ausbleichen der Pigmentierung. Bezogen auf die Argumente für die Prüfungen mit UVB-Lampen heißt das Folgendes: Kleinere Rezepturanpassungen, und sei es nur die Zugabe eines Additivs mit 0,1% Anteil, können bei einer Prüfung im schlimmsten Fall zu falschen negativen oder falschen positiven Ergebnissen führen. In beiden Fällen müsste also ohnehin nochmal eine geeignetere Prüfung erfolgen. Auch als erster Indikator bei der Entwicklung von Lackrezepturen sind solche Prüfungen kritisch zu sehen. Unter Umständen zeigen hier gute Rezepturen falsche Negativergebnisse und werden verworfen. Bei der Qualitätskontrolle ist es im Grunde das gleiche Problem. Ein Negativergebnis kann Qualitätsabweichungen aufzeigen. Allerdings kann es auch zu falschen positiven Ergebnissen kommen, aufgrund der viel zu geringen UV-Strahlungsintensitäten im Bereich oberhalb von 330 Nanometern. Das Fehlen des gesamten längerwelligen Anteils der Sonnenstrahlung betrifft nicht nur UVB, sondern auch UVA-Lampen.
Dessen Einfluss im Zusammenspiel mit der UV-Strahlung, zum Beispiel auf photochemische Abbaureaktionen, wird somit komplett außen vor gelassen. In Kurzform heißt das also, man prüft eine Beständigkeit gegen eine in der Realität nie auftretende Strahlenbelastung. In puncto Strahlungsintensität und Wellenlängenbereich entsprechen die UVA-Lampen im Vergleich zu UVB-Lampen deutlich mehr der natürlichen Sonnenstrahlung, zumindest im UV-Bereich. Noch besser ist aber die Übereinstimmung mit Sonnenlicht bei entsprechend gefilterten Xenonbogenlampen. Hier kann auch der vollständige längerwellige Anteil der Sonnenstrahlung relativ gut simuliert werden. Grundsätzlich ist aber ein Rückschluss aus den Ergebnissen von künstlichen und beschleunigten Bestrahlungen auf die Beständigkeit immer nur begrenzt möglich. Wer kein Risiko eingehen will, kommt also um natürliche Bewitterungen nicht herum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freuen Sie sich auf weitere Videos der Reihe Prüfungen auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den Internetseiten der DFO, der EGL und auf Besser Lackieren.